Hi, hier sind Chris und Pablo von The Privateer und wir wollen euch in diesem Video nochmal mehr zum inhaltlichen Konzept von The Goldstein Lay erzählen. Natürlich erstmal vorweg, wir wollen nicht alles erzählen, wir wollen euch ja nicht alles wegnehmen dabei. Dann hättet ihr keinen Grund mehr, die Platte zu kaufen, anzuhören und auch besonders anzuschauen und das wäre verdammt schade. Aber um was geht es denn erstmal? Es geht um eine unternehmungslustige Crew, eine Crew von Seefahrern, die sich in dieser fiktiven Welt, die wir erschaffen haben, aufmacht, um einen nicht verzeichneten Punkt auf einer Karte zu untersuchen, der einfach mitten im offenen Meer liegt. Und dahin machen sie sich auf. Von diesem Ort weiß man nur aus Logbucheinträgen von einem Captain, von dem das Buch gefunden wurde. Ne? Genau, dem besagten Vince Goldstein. Wieder der Titel des Albums, The Goldstein Lay, da kommt das Ganze her. Die Leute machen sich auf und sind erstmal lange unterwegs. Anfangs ist die Stimmung ziemlich euphorisch, die Leute sind aufgepusht und sagen, ja, wir werden Pioniersarbeit leisten und wir können hier wirklich was bewegen. Wir können einen der letzten unbekannten Orte dieser Welt, die wir uns da ausgedacht haben, erforschen. Und das kommt auch musikalisch ziemlich gut rüber. Wir fangen ziemlich heavy an und es geht die ganze Zeit ordentlich nach vorne. Und irgendwann kommen dann die Strapazen der Reise. Das Wasser geht aus. Es kommt zu Komplikationen, dass die Leute das Gefühl haben, sie haben sich verfahren, sie haben keine Ahnung mehr, wo sie sind. Und irgendwann kommen sie auf diesen besagten Ort an. Es ist eine Insel. Und dort machen sie Entdeckungen, die ganz erstaunlich und grausam zugleich sind. Es werden einige Leute sterben, da habe ich mich jedes Mal gefreut, wenn ich eine der Figuren umbringen durfte. Ja, und das wäre so ein kleiner Anschnitt für den Inhalt vom ganzen Konzept. Aber das hört an dem Punkt noch nicht auf. Die Crew findet dann auch auf der Insel einen Schatz, weil jede Seefahrer-Crew versucht ja letztlich nicht nur ein Eiland zu entdecken, sondern vielleicht auch einen Schatz zu heben. Sie finden diesen Schatz, dieser Schatz entpuppt sich nur als was ganz anderes, als das, was sie erwartet haben. Und letzten Endes sterben dann wieder Leute, es sterben immer Leute auf diesem Album, ich weiß auch nicht, was wir falsch machen. Das ist ziemlich Metal, finde ich eigentlich. Das ist total Metal eigentlich. Für mich geht es gut in Ordnung. Also voll Black Metal eigentlich. Ach so. Und es sind keine blutigen Ziegen oder irgendwas. Aber wir verlassen sie dann das Eiland irgendwann wieder was ich eigentlich noch sagen wollte, genauso wie die musikalische Ausrichtung ein roter Faden ist und die lyrische Ausrichtung ein roter Faden ist, haben wir das auch versucht in der kompletten Gestaltung vom Album zu zeigen. Da wir ja eine Geschichte erzählen, soll das komplette Album aussehen wie ein Buch. Darum ist es auch so aufgebaut wie ein Buch. Es hat ein Vorwort, ein Nachwort, es hat eine typische Gestaltung von einem Buch, damit man quasi komplett in die Geschichte eintauchen kann und die miterleben kann in all seinen literatösen Facetten. In all seinen literatösen Facetten, genau. Literatös sogar. Und das absolut Praktischste an der ganzen Nummer ist natürlich die Tatsache, dass Chris wahrscheinlich einer der letzten noch lebenden, nicht ausgestorbenen Schriftsetzer dieser Welt ist, gefühlt. Insofern, die ganze Gestaltung und alles Zeugs kommt schön bei uns aus einer Hand, aus dem Hause The Privateer, und wir haben wahnsinnig viel Herzblut in die ganze Platte reingesteckt. Und hey, wenn sie rauskommt, wir freuen uns, wenn sie dir genauso gut gefällt wie uns. Bis dann.